Das Universum lockt uns, eine unermessliche Weite voller Geheimnisse, die darauf warten, entschlüsselt zu werden. Wie können wir als Bewohner dieser blassen Kugel solche Geheimnisse verstehen? Die Antwort liegt im unermüdlichen Streben nach Wissen. Forschungsbasiertes Denken ist eine grundlegende Fähigkeit. Es geht darum, Beweise zu suchen, Annahmen in Frage zu stellen und das Unbekannte zu akzeptieren. Wissen ist eine Reise, kein Ziel. Warum ist dieser Ansatz so wichtig? Weil er die Grundlage für effektives Lernen und effektive Entscheidungsfindung bildet. Im akademischen Bereich befähigt er die Studierenden, über das reine Auswendiglernen hinauszugehen und sich mit dem Warum hinter dem Was zu beschäftigen. Stell dir vor, du setzt dich mit einer komplexen wissenschaftlichen Theorie auseinander oder sezierst ein Stück klassische Literatur. Forschungsbasiertes Denken ermöglicht es dir, diese Herausforderungen nicht als passive Informationsempfänger, sondern als aktive Teilnehmer am Entdeckungsprozess anzugehen. Man beginnt, Annahmen in Frage zu stellen, Beweise zu bewerten und auf der Grundlage eines soliden Wissens eigene Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Auswirkungen des forschungsbasierten Denkens gehen jedoch weit über den Klassenraum hinaus. Für Berufstätige ist es ein unschätzbares Werkzeug für eine effektive Entscheidungsfindung. Ob du nun als CEO eine potenzielle Fusion bewertest oder als Arzt die Krankheit eines Patienten diagnostizierst. Die Fähigkeit, Informationen zu sammeln, zu analysieren und zusammenzufassen, ist von entscheidender Bedeutung. Forschungsbasiertes Denken befähigt dich, fundierte Entscheidungen zu treffen und dich mit Klarheit und Selbstvertrauen in der Komplexität unserer Welt zurechtzufinden. Es geht darum, kritisch zu denken, den Status quo in Frage zu stellen und eine Denkweise des kontinuierlichen Lernens anzunehmen. Wie denkt man eigentlich wie ein Forscher? Es beginnt mit der Kultivierung einer unstillbaren Neugier. Stelle alles in Frage. Akzeptiere Informationen nicht einfach für bare Münze, sondern gehe der Sache auf den Grund. Suche nach Beweisen, sowohl für als auch gegen deine ursprünglichen Annahmen. Mache dir die wissenschaftliche Methode zu eigen. Formuliere Hypothesen, teste sie gründlich und sei offen dafür, deine Überzeugungen auf der Grundlage der von dir aufgedeckten Beweise zu revidieren. Berücksichtige alternative Standpunkte, auch solche, die deine eigenen in Frage stellen. Beteilige dich an konstruktiven Debatten und Dialogen. Sei bei der Informationsbeschaffung akribisch. Ziehe seriöse Quellen heran. Überprüfe deine Ergebnisse und sei vorsichtig bei Vorurteilen, die deine Interpretationen beeinflussen könnten. Entwickle eine gesunde Skepsis, aber achte darauf, dass sie nicht in Zynismus ausartet. Denke daran, dass es beim Denken wie ein Forscher nicht darum geht, immer Recht zu haben. Es geht darum, bereit zu sein, sich zu irren, zuzugeben, wenn man etwas nicht weiß, und ständig nach einem umfassenderen und differenzierteren Verständnis der Welt um einen herumzustreben. Die Realität zu verzerren, das sind Fallstricke, die es zu vermeiden gilt. Unser Verstand ist auf Effizienz ausgelegt, nicht immer auf Genauigkeit. Wir unterliegen kognitiven Verzerrungen, jenen mentalen Abkürzungen, die uns in die Irre führen können. Der Bestätigungsfehler beispielsweise verleitet uns dazu, nach Informationen zu suchen, die unsere bestehenden Überzeugungen bestätigen, während wir Beweise ignorieren, die ihnen widersprechen. Der Reiz anekdotischer Beweise kann groß sein. Lebhafte, persönliche Geschichten sind zwar fesselnd, aber nicht immer repräsentativ für größere Trends oder Wahrheiten. Wir müssen uns davor hüten, Korrelation mit Kausalität zu verwechseln. Nur weil zwei Dinge zugleich geschehen, bedeutet das nicht,
dass das eine das andere verursacht. Der Echokammereffekt, der durch soziale Medien verstärkt wird, kann uns in Blasen gleichgesinnter Individuen einschließen, unsere bestehenden Vorurteile verstärken und unsere Exposition gegenüber alternativen Standpunkten einschränken. Diese intellektuelle Isolation kann sich nachteilig auf forschungsbasiertes Denken auswirken. Wenn wir uns dieser häufigen Fallstricke bewusst sind, können wir beginnen, ihren Einfluss auf unser Denken zu mildern. Es ist ein ständiger Prozess der Selbstreflexion, des Hinterfragens unserer Annahmen und des Suchens nach unterschiedlichen Perspektiven. Lasst uns Neugierde kultivieren und die Forschungsmentalität stärken. Entwickle eine solide forschungsorientierte Denkweise. Nimm intellektuelle Bescheidenheit an. Erkenne, dass es immer mehr zu lernen gibt. Sei offen dafür, dich zu irren und deine Meinung zu ändern. Umgib dich mit unterschiedlichen Perspektiven. Beteilige dich an durchdachten Diskussionen. Lies viel und erkunde verschiedene Disziplinen. Entwickle Fähigkeiten zum kritischen Denken. Identifiziere logische Fehlschlüsse und bewährte Beweise. Übe aktives Zuhören. Die Reise eines Forschers ist lebenslang. Nimm die Neugier an und höre nie auf zu hinterfragen, denn der Kosmos wartet auf dich.